Nazamil lived here for a time, didn't she? With her father, yeah. Though, it sounds like she was basically on her own. And now she's alone again. By her own choice this time. She'll stay that way if we don't find her. You're right. We can't turn our backs on her. We have to show her what being a good friend means. Agreed. Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Tales of Arise! Ja, mit den Worten von Nazamil, beziehungsweise von Kisara, starten wir jetzt den Part. Und besuchen jetzt mal die guten Cordeno. Aber so. Ne. Da müssen wir immer noch den Teleport. Wir müssen jetzt zeigen, wie wichtig unsere Freundschaft ist. Deswegen pimmeln wir erstmal gefühlt stundenlang überall andersrum. Ah! Einmal dahin. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Und okay, doch. Na, was stehst du hier rum? Oh, ich weiß auch nicht so recht. Oh, look who it is. What can I do for you? Got more questions about gastronomy? Ja. Oh. Und? An auspicious food for weddings that both Dahnäerins and renäischen enjoy. I know a few things that fit the bill. Okay, so are any of them something that, she likes? Huh? What was that? Speak up! Well, it's, Shion. I need something Shion likes. Wow! What are you so angry about? What did I do? Echt mal! Sag mal! Oh! Wieso fragst du mich eigentlich nicht selber? You didn't do anything wrong, Gordino. Shion's name just kinda came to mind. Just leave it at that. Well, I've got no idea what's going on. But I know just the thing for that young woman who's always hungry. Oh, come on, just say it already. Dahnäerins love it. Renans love it. That young woman who is always hungry does too. And it's auspicious. Boss Fish checks all the boxes. In the gastronomy world, they say that if you eat a boss fish at a special occasion, your family will be bestowed with safety. I didn't know there were legends like that in gastronomy. But it sounds like boss fish is perfect. We'll scrounge some up. Oh, it won't be that easy. Boss fish are hard to find. However, if you aren't able to pass this test, you won't get my blessing to marry my daughter. Was? Warte! Who said anything about marrying your daughter? I don't need your blessing. Warte. Obviously, I'm joking. I don't have a daughter, but I've always wanted to say that. Ich dachte, Shion kommt doch von warm. At any rate, I'm not kidding about boss fish. Good luck getting your hands on some. You'll need it. Das wäre halt voll der Plot-Twist, ne? Dass Shion eigentlich ihren Vater gar nicht kennt und Gordino die ganze Zeit der Pappen war. Sorry it's taken so long, but we're finally nearing the end of our ingredient search. Don't get careless now. We need to save our strength for the battle with the boss fish. Wow, she's really into this. To think, the day would come where I face down a boss fish. This is so exciting. Ach, alter Mann. You haven't gotten the boss fish yet. You must not truly love my daughter. Oh. Then I'll have to ask you to leave. I've always wanted to say that too. Oh ja. Ach, süß, da der gute Container. Woher finden wir denn jetzt einen Bossfisch her? Wird das zufällig irgendwo auf der Karte? Ah, oh. Ignorieren wir einfach. Das war das. Muss
muss ich, glaube ich, tatsächlich nachgucken einmal. Gegnerinfo, Angelnotiz. Nein! Ich schau eben mal. So, ich habe jetzt mal geguckt. So ganz habe ich nicht was gefunden. Ich habe jetzt auf englischsprachigen Websites was gefunden und da war ein Video. Da hat der Kerl dem Übungsgelände eine Angel geholt. Aber ich konnte auch nicht wirklich einsehen, ob das jetzt aus dem DLC war oder aus dem Hauptspiel. Es sah... Ja, Übungsgelände passt schon. Das war bei Kisara. Elixier. Kriegen wir irgendwo eine Angel? Nee, ne? Nee. Also der ist hier hingegangen und konnte dann einfach eine Angel mitnehmen. Nein, keine Erklärung. Danke. Nein! Ich hasse mein Leben, ne? Ja. Tüdelü. Dann gehen wir mal zum Fishing-Spot. Den muss ich... Oh, nein, warte mal, wo war der denn? Ich suche den eben. Ich habe gerade festgestellt, wir können gar nicht mehr alle Gegenden besuchen, die wir hatten. Also ich wollte eigentlich zu diesem Untergrund, wenn ihr euch noch entsinnt, im Haupt-Let's Play, da hatten wir ja dieses riesen Schneckenvieh, was uns komplett zerstört hat. Im Untergrund, in so einer Höhle. Und da wollte ich hin, aber ich konnte da nicht hin. Auch hier bei den Schimmerfallwäldern, die hier sind. Wo sind sie? Hier. Das Gebiet hier. Hier war ja noch ein Riesenberg. Da mussten wir ja die ganzen Leitern hoch und hast du nicht gesehen, den ganzen Kapp ist da. Aber das existiert aber nicht. Wir sind sofort hier in der Stadt wieder. Also... Die haben das einfach komplett rausgenommen, einfach weil es... A fish! You saw it too, right? Ah ja, optional ist. Warte mal. Ich hab... I hope we catch something decent. Boah, da war ein dickes Hungry Ding bellies hier. are counting on this. Köderangel. Scheiß auf die Kackwaffe hier. Angel von Miguel, Alter. Oh. Steht hier irgendwas vom Königlichen? Now where might those fish be? Ich gehe dann mal nochmal alles ab und guck mal nach diesem blöden Fisch. Jetzt muss ich... Oh, das... Stör! Komm! Nein! This one's putting up a real fight. Ja! Nein! Ja, gut gemacht. Nein! Nein! Bitte! Oha. Ich habe nochmal auf YouTube nachgesehen. Da hat jemand auch glücklicherweise Tales of Arise Let's Play, jetzt habe ich den Namen vergessen. Er hieß Sean. Das war ein englischsprachiger. Und der hatte mir da sehr mitgeholfen mit dem Video. Ich weiß, ein bisschen Billo bei Kollegen abzuschauen, aber ja, Mann, ey. So. Weil er gab auch mir er hat auch den Hinweis gegeben, dass diese Bossfische kein spezieller Fisch ist, sondern eben Fische, die hier eben sind. Wow, this fish is seriously rare. That's not a Zoogle, right? Also Bossfische sind einfach spezielle Fische, die in den jeweiligen Teichen sind. Und dementsprechend, also der Boss halt eben. Tüdelü. This might go well in that new recipe. Can't wait to see what you make. You're the one making it. So this is the boss fish? Nice! Let's deliver it to Gordino. Das machen wir aber sofort, mein Lieber. Da waren wir... Wo war denn der? Ich meine, jetzt hier... War der nicht in der Stadt? Gordino? Vermisst du? Bin ich doof? Bringe Gordino den Königsfisch. Ja, aber wo? Wo ist der Lümmel? Ulsebeck?
Im Gasthaus oder was? Nee, das war ja das mit dem Traum. Und hier war das mit das. Legion war das mit unseren beiden Freunden. Sag mal. Doch so, das wird mir nicht angezeigt. Danke Spiel. Wundervoll. So ist doch dumm und dämlich. Ha. We've reached our destination. Slalom, Baby. So, ach so. Ach, du bist so ein unscheinbarer kleiner Mann. Ich bin da komplett vorbeigerast, Mann. Oh, there's no mistaking it. That's a boss fish for sure. It must have been quite the trial to get this. Part YouTube-Videos und Google-Einträge, passt schon. But hospitality would be meaningless if it were easy, now wouldn't it? You've done well, son. Okay, I'll allow you to marry her. But I won't forgive you if you make my daughter unhappy. Not this again. Jokes aside, if you can get your hands on boss fish, then you should be able to get any ingredients you need. Thanks. I think it's fair to say we've perfectly understood how to gather what we need. We learned about wedding dishes and how to gather the ingredients. So you must be satisfied now, right, Alphen? Indeed. I owe you my thanks as well, Law. If you ever need more advice about the menu for your wedding, don't hesitate to come see your friend Gordino. Regardless, my fabulous recipe deserves a name. Absolutely exquisite! Harmonized! Yay! I hope someday she'll be on board with making the menu too, Alphen. I'm sure she, or your partner, will be happy with anything Gordino cooks. Something my partner will enjoy. I need to think about that, too. Hmm? Something bothering you? No, it's just... everyone we've talked to has mentioned the same thing. My ultimate goal is to learn more about weddings and marriage. That hasn't changed. But Kagari and Notio said that isn't enough, and that I have to think more about my partner. Right, that's why we looked into boss fish. Isn't that enough? Maybe, but I don't know if it counts as taking my partner into consideration. I'll have to give it some more thought. Quest! Oh, wie süß. I've learned a lot about ingredients and cooking. Let me know the next time you're having trouble. I'll be glad to help. Thanks. I appreciate the offer. No problem. Leave it all to me. Yeah, wir sind auch alle für dich No da, idea Alphen. about dishes for a wedding. I'm working on a few things right now. When the day comes, I'll make something that'll satisfy that young woman who is always hungry. And all your guests. Ich stehe vor dir. Okay. Vor ein paar Minuten waren die Leute in komischen Masken hier. Sie hatten noch mehr Masken dabei und wollen mir eine aufsetzen. Und dass ich in den Van einsteige. Sie hatten ganz viele Süßigkeiten. Ich hatte schon solche Angst, aber dann kam das Dienstkorps und hat sie geschnappt und aus der getrieben. Oi. Oh, hier. Hey, seid ihr nicht die beiden, die oben standen? Ist alles okay? Reiß dich zusammen. Überlass es einfach den Dienstkorb. Ich versichere dir, sie kümmern sich darum. Keine Sorge. Das sind doch die da oben. Ja. Ah, schön. So, was machen wir jetzt? Oh. Oh. Warte mal, ich wollte noch irgendwas machen. Ich bin hier hingegangen. Gordino hatte noch mit mir gesprochen. Dann dachte ich, ah, das musst du noch machen. Aber jetzt fällt es mir irgendwie gar nicht ein. Na, gehen wir so zum Gasthaus und machen mit der Hochzeit weiter. So. Oh. Oh, mach. So, Alphen, how's your pursuit of wedding knowledge progressing? With everyone's help, I've been able to look into several things I was curious about. Happy to hear it. I'm still clueless when it comes to marriage in general.
I'm still in the dark on what married life is like after the ceremony is over. It does seem as though that would be a separate set of knowledge. You'd need a new home, furnishings for it, things of that ilk. A home? You need a house if you get married? It's not a requirement, but generally speaking. It even came up in the conversation amongst the ladies that sparked your quest for knowledge. Shion said she wanted a warm home to live in, remember? It's completely normal to think of such things. It is? So I've heard. Then the next thing I research will be where to live after getting married. I want to know everything that's needed. Very well. You know, I once heard someone say, marriage is not the destination, but a new departure. I believe those were Droshin's words of wisdom. Really? Does that mean Droshin's married? He is indeed. Seeing as he has experience, you may wish to seek his counsel. All right, let's go. Quest! Und jetzt weiß ich es wieder, ich wollte Shions Tagebuch lesen. Now that I think about it, life after marriage is obviously more important than the wedding itself. The wedding is a single day. But your life together after that goes on for years and years. True. It is certainly a topic worthy of careful consideration. Ich find's schon süß, wie in beiden, also wie komplett die ganze Gang quasi da steif rangeht an die ganze Sache. Was stand da? Wo sollten wir hin? Ich hab's vergessen. Wir sind. Wir sind doch ein bisschen. Hallo? Jetzt muss ich aber gerade lügen. Wer war denn das? Ich denke mal irgendwo im Schloss dann, ne? Aber wer? Wow. Wow, wow. Ach, da! Ja, guten Morgen. Aber wir... Sag mal, kann da nochmal hin? Da. Wir spannen mal in Shions Tagebuch. Ach du Scheiße. Law meinte, ich sollte Alphen und ihm nicht so auf die Pelle rücken, wenn sie sich unterhalten. Offenbar besprechen sie etwas sehr Ernstes und Wichtiges. Klingt verdächtig. Sehr verdächtig. Ein bisschen verdächtig. Ich könnte schwören, Law grinst in letzter Zeit noch mehr vor sich hin als sowieso schon. Er kann wirklich nichts verbergen. Ich wünschte nur, Alphen würde mir nicht so auf... würde nicht mit in der Sache drinstecken. Alphen ist zu gutmütig. Da mache ich mir natürlich Sorgen. Ich sollte die Sache lieber gut im Auge behalten. Alphen und Doc haben offenbar ein tiefgründiges Gespräch geführt. Vielleicht hat Law keine Witze gemacht, als er meint, dass er etwas Ernstes mit Alphen besprechen zu haben. Und die Sache mit Doc hat irgendwas damit zu tun? Als ich nachfragen wollte, worüber sie sprechen, ging Dohalim direkt dazwischen. Daher habe ich es nie erfahren. Und als ich Dohalim gefragt habe, ob Law irgendwas im Schilde führt, weil er sich so seltsam benimmt, ist Dohalim der Frage ausgewichen und meinte nur, ach, Laws Verhalten ist doch immer etwas seltsam, nicht wahr? Law verhält sich offensichtlich verdächtig und Dohalim versucht, mich abzulenken. Auch Kisara hat sich merkwürdig benommen. Und ich habe das Gefühl, dass Alphen und Rinwell immer zu mir herüberlugen. Nicht lugen. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe den Eindruck, alle sprechen über irgendwas, aber lassen mich bewusst außen vor. Ich habe schon einen furchtbaren Verdacht, dass sie vielleicht... Wovon erfahren? Oh, sie ist schwanger! Ich habe den alten ich bin dem alten Gourmet begegnet und er sagte etwas Merkwürdiges zu mir. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre sie bestimmt wie du. Wenn sich deine Situation mal verändert hat und es hart auf hart kommt, du weißt, wo du mich finden kannst. Du kannst immer zurück zu mir nach Hause kommen. Zwinker. Er ist selbst auf Reisen, also was meint er mit zurück nach Hause kommen? Und wieso sollte ich zu ihm gehen? Ich verstehe den alten Mann nicht. Vielleicht hat er es nur gesagt, weil er mein schreckliches Geheimnis kennt. Es wäre furchtbar, wenn sie mich dafür verstoßen. Aber in dem Fall wäre es vielleicht wirklich keine schlechte Idee, bei Godeno zu bleiben. Ich meine, er ist ja schon irgendwie ein Süßer. Nein, das wäre entsetzlich.
Okay. Noch was? Alphen und Dahnäerin haben irgendwas getuschelt. Aber als ich lauschen wollte, ist Rinrel gleich dazwischen gegangen und hat mit mir geredet. Sie wollte offensichtlich verhindern, dass ich höre, was die beiden bereden. Rinrel steckt also auch unter einer Decke mit ihnen. Kennst du mein furchtbares Geheimnis? Ich dachte, nach unserer gemeinsamen Zeit könnte ich auf dich zählen. Nein, ich sollte nicht an ihr zweifeln. Vielleicht wollte sie wirklich mit mir reden. Aber was wenn... Oh Gott, Shion, ich fühle dich so. Oh Gott, die Arme. Hier für die Jungs. Oder auch Mädels. Je nachdem. Huch. Hallo. Oh, hello. Did you need something? Nee. There's something I want to talk to you about. I heard you're a married man, so... You once spoke to me about the necessities in everyday life after marriage. Do you recall? We've come to you because Alphen would like to hear what you have to say. Can you inform him of what is necessary? Is that so? Now that's a serious consultation. If you're going to get married, I think you first need to decide where you want to live. No, I'm not getting married in the immediate future. I'm just curious and doing some research. I see. Even so, I think you'll get an idea of what you need if you picture what you want for yourself. Are there any cities you've thought would be nice to live in? No, not really. I'd never given it any thought. You know, Shion once said that she enjoys the mood of gazing upon the snow of Cislodia, and that doing so calms her. Other than that, she also mentioned that she finds the weather pleasant in Ganeth-Heros. She did? Maybe that means she wants to live in Cislodia or Ganeth-Heros someday. I was just reacting to Shion's comments. Don't, read into it too much. Of course, we would never. If you don't have any strong preference on where you want to live, maybe you should spend some time traveling around. Haben wir nicht die ganze Zeit irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 600 Parts gemacht? Cast aside your preconceived notions and look around with an objective eye. You'll likely discover some conditions you can't compromise on. Thanks. I think it's worth a try. Should we start by visiting Cislodia then? I can see what Bregan has to say too. By all means. I think it's smart to learn about marriage and all it requires well in advance. Married life is like a long journey. If you don't care for and support each other, it won't last. The most important thing is to discuss and understand each other. Two people living together... We've strayed quite far from the matter at hand, and it seems this is going to take a while yet. Not as long as the speech you gave at Kagari and Notio's wedding. Ah, my apologies. Are you in a hurry? I still have more to share. Thanks for your help, Droshin. You can tell me the rest the next time I see you. Homes in Cislodia are constructed to withstand the snow. That's one of their good points. I never thought much about how a house is designed. This is all so new to me. We need to start keeping an eye out for this kind of stuff. Wandering aimlessly won't cut it. Wie Alphen einfach vor seinem geistigen Auge einfach so... Das muss ich mit der Partnerin besprechen. Drauf geschisse, ich mach den Rotz alleine hier. Und da komme ich wieder zu meiner Frage. Ihr kommt nach Hause, dann steht da euer Kumpel und sagt so, ey Leute. Oder Schnuffel, Hasen, Pups, ich habe hier für dich eine Hochzeit organisiert. Ich habe dir ein Haus gebaut. We've reached our destination. Und du einfach so. Nee, ich hab den Timo von der Bezirkstanke da geheiratet. Tschüss. Und dann steht er da. Geil. Hier nochmal. Sag mal, hat die so ein... Ich wollte schon sagen Oma-Dings an. Ah, die hat noch eine kurze Hose an, ne? Ich gucke nur aus Recherchezwecken. Nichts anderes. Huch, Cutscene. Ladezeiten? Das sind gute Zeiten. Bregon ist es einfach nicht wert, vertont zu werden. Oder er ist es wert, von mir vertont zu werden. Wobei die beiden Aussagen auf dasselbe hinauslaufen. Low Budget.
Dank euch erwacht das Land wieder zum echten Leben. Ich kann euch nicht genug danken. Ach, nicht der Rede wert, Bregon. Du hast uns früher mindestens genauso viel geholfen. Ich hoffe, die Leute hier rücken zumindest etwas näher zusammen. Oder wie mein Vater sagen würde, reißt die Barrieren in ihren Herzen ein. Oh. Oh. Right. Leichter gesagt als getan, aber ich arbeite weiter auf das Ziel hinaus. Oh, fast vergessen. Das ist ein kleines Dankeschön von allen Einwohnern dieses Landes. Nehmt es nur von allen Einwohnern, ne? Von allen. Wenn wir jetzt gleich nur 3 Äpfel kriegen. Wow, wirklich? Dankeschön. Wir werden das gut verwenden. Och, es gab auch die Idee, eine Statue von Zephyr zu errichten, aber ich dachte mir, etwas Nützliches für eure Reise ist euch lieber, anstatt irgendwie sowas für die Ewigkeit zu errichten, dass dieser Mann gewürdigt wird. Also hier, nimmt diesen Johanniskrautstrauß oder so, was weiß ich all. Mein Vater würde sowieso keine Statue wollen. Vielen Dank, Bregon. Von der ganzen Stadt. Von den ganzen Einwohnern. Warte mal, wir sollten noch mit dir sprechen. Komm zurück. Hallo? Oh, ich hörte, ist die Stickerei der neueste Schrei bei den Silberschwertern. Die Produkte, die sie anfertigen, sind wirklich hübsch. Meint ihr, das könnte eine Spezialität werden? Ich werde mich damit eindecken, solange es geht. Hallo? Ein Kaninchen? Ein Schwein? Es ist flauschig und dick. Ich habe noch nie eins in echt gesehen. Sie sehen Schweininchen, so sehen Schweininchen also aus. Also sie sind flauschig und dick. Oh. So wie ich. Die Silberschwerter planen ein großes Bankett? Das klingt aufregend. Däne wie wir kommen zu einem Fest zusammen. Dass ich das noch erleben darf. Mhm. Ach, guck mal. Hier sind noch Schilder. Da ist auch alles drauf. Die haben ja auch alles, was abgebildet ist, oder? Und sogar noch extra. Och, ja. Der alte Mann von vorhin. Ah, mit der können wir da nicht reden. Die 2 Mädels. Hi. Ja, toll, ja, toll, ja, super machst du das. Mensch. What? You're looking for a place to live? Oh. We're gathering information about marriage. More specifically, we're currently looking into the process of house hunting. Sounds complicated. I don't know anything about all that, but we'll welcome you with open arms if you want to move here, Alphen. Thank you for saying so. Thing is, there are some difficulties with living here, as you know. For one thing, there are more disputes between fellow Dahnans here than in other nations. I'd hope they'd all get along better after they were freed. I understand things still have a ways to go. The other thing is that, in general, Renans aren't allowed into the city. You get lots of Renans coming to see you, don't you, Alphen? I know you've got both Renans and Dahnans in your crew. Yeah, that could be a problem anytime Renans want to come visit. The last issue is that the land around Cislodia is barren. It isn't easy to secure the food you need. We're not starving yet, but there's not much by the way of excess. So, if someone with, say, an incredibly high metabolism were to move in, it would put more strain on the food supply? I had the same thought. Even if I'm comfortable, the person I live with may not be. Schon frisst ja einfach das ganze Land karg, Yes. Alter. I think it's important to keep that viewpoint in mind when looking at other cities as well. Thanks for talking with us, Bregan. I'm not looking to move just yet. But when the time comes, I'll remember everything you said. Been a pleasure. Come by any time. Gathering information, house hunting. You got some big life changes planned there, Alphen? If it is what I think it is. Nah, I won't pry. Good luck, Alphen. Thanks, Bregan. Now then, shall we depart for Pelegion? I will refrain from shamelessly recommending it, though. Yeah, let's. The more places we can visit, the more informed I'll be. Plus, we can talk with Ganya to see if he has any advice.